Hallihallo, ich bin heute mit Porsche beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Wollt ihr mal reinkommen und unseren Ausblick sehen? Das ganze Wochenende darf ich Porsche Motorsport begleiten, auch bei meinem Debüt sozusagen beim ersten 24-Stunden-Rennen hier in Deutschland auf der Nordschleife. Das ist ja wirklich auch eine historische Rennstrecke hier, wird auch genannt Grüne Hölle. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den heutigen Tag. Heute bei uns ist Freitag Vormittag, es ist kurz vor 10. Wir haben heute noch 2 interessante Termine vor uns, und zwar das 3. Qualifying und heute Abend gegen 19 Uhr das Top Qualifying. Und dann morgen um 16 Uhr beginnt dann auch das Rennen, logischerweise für 24 Stunden. Ich schaue heute mal in die Fahrerlager rein, in die Boxen rein, nehme euch mit. Ich glaube, das Wetter wird heute so ein wenig mitspielen, aber ja, ich freue mich enorm hier zu sein, deswegen let's go! Wir laufen jetzt noch mal ganz kurz runter, schnell beim Frühstück vorbei, weil ich brauche meinen Kaffee morgens, und dann gehen wir auch direkt auf die Rennstrecke. Der Tag heute ist ja recht regnerisch, oder das hindert uns natürlich auch nichts davon ab, auf der Rennstrecke auch selbst zu stehen. Deswegen habe ich hier meine Vintage-Lederjacke an, die ein wenig wasserabweisend ist, und ja, let's go! Ein richtig schöner Jaguar. Sind sogar aus der Schweiz hierher angereist. Also es ist echt der Wahnsinn, von welcher Ecke die Menschen hier ankommen, nur für das Rennen. Wir stehen gerade vor dem Eingang. Ich glaube, das ist hier sogar auch einer der offiziellen Eingänge. Wir haben jetzt mal gesagt, wir laufen jetzt hier mal rein und schauen uns mal an, was hier eigentlich an Ständen alles zur Verfügung steht, ob das so dann messeartig ist oder festivalartig. Das hier ist übrigens die Porsche Presseloge, in der ich gerade bin. Das bedeutet, von hier aus dem 5. Stock im Pressezentrum, hat man eben die Möglichkeit, das gesamte Rennen mit live zu verfolgen. Da sitzt also das gesamte Presseteam, was sowohl Videos als auch Bilder bearbeitet, die danach für das Rennen online gehen. Und das Spannende ist tatsächlich auch, dass hier auch Nitro sitzt von RTL, die live über das Rennen berichten. Also vom Setting her schaut das wie folgt aus, und das ist natürlich ein Wahnsinnsblick. Also man sieht hier zum Beispiel die Autos, die jetzt hier gerade einmal vorfahren, die machen sich eben für das 3. Top Qualifying für heute ready. Und da sitzen alle Mitarbeiter von Porsche Motorsport, die die Presse machen. Also super, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kannst du uns dann erklären, wo wir gerade erstmal sind? Wir sind jetzt hier in der schönen Eifel am Nürburgring. Wir von Porsche sind hier, um die Kunden zu unterstützen. Das heißt, wir selber fahren das Rennen nicht. Sprich, es gibt in der Top-Kategorie dieses Wochenende 6 Fahrzeuge, die den Porsche GT3 einsetzen. Ja. Und es gibt natürlich viele, viele weitere Fahrzeuge oder auch GT4-Kategorie oder auch Straßenfahrzeuge, die von den Teams selber umgebaut werden. Wir versuchen, jedes Team wirklich gut zu unterstützen. Sei es technisch, sei es mit Service, bezüglich Teile. Unsere größte Aufgabe, die Fahrzeuge am Laufen zu halten. Ja. Die Gesamtmenge der Fahrzeuge sind aktuell, ich glaube, 127 Starter haben hier dieses Wochenende. Ja, Wahnsinn. Und von diesen 127 Fahrzeugen, kunterbunt gemischt von allen möglichen Marken, haben wir aber über 40 Porsche-Fahrzeuge mit Über am Start. 40, ja. Über 40 sind es. Und wenn wir jetzt ein bisschen spezifischer reingehen, super, das würde mich interessieren. In der Lounge, ja. Unsere Operation Lounge. Von hier aus arbeiten wir zusammen der Kategorie SB9, GT3R, Porsche 911, fahren um den Gesamtsieg in diesen Fahrzeugen, und wir haben eine Truppe an Porsche-Mitarbeitern zusammen in dieser Lounge, die dafür Sorge tragen, die Kunden sowohl technisch als auch strategisch und mit weiteren Informationen zu unterstützen, um ihnen einfach ein bisschen der Arbeitslast zu nehmen. Ich versuche auch immer für meine Community aufzuzeigen, wie landet man hier in diesem coolen Job, weil Motorsport ist für meine Automobil-Community eigentlich die Königsdisziplin, ist es ja auch. Und deswegen würde mich interessieren, was hast du studiert, Sebastian? Woher kommst du? Ich selber. Ich habe Fahrzeugbau studiert. Fahrzeugbau, an welcher Uni? In Dortmund. In Dortmund, um die Ecke. Sehr, sehr schön.
habe das Studium durchlaufen und dann meine Laufbahn begonnen, bis ich dann hier bei Porsche im Bereich GT Projektleitung übernommen habe und das schöne 911-Fahrzeug betreut habe. Respekt, sehr cool. Beim Einstieg kann ich einen Tipp geben. Ja, ich habe es gerne. Ganz klassisch gemacht über mein Praktikum bei Porsche. Und zwar habe ich während meines Studiums mich bei verschiedenen Firmen beworben und habe eine Bewerbung unter anderem auch bei Porsche Motorsport abgegeben. War cool. Und habe natürlich gehofft und ich hatte Zusagen bei anderen Firmen. Ich dachte, ich kann es noch nicht unterschreiben, ich muss noch warten, ich habe noch keine Antwort von der Firma Porsche da. Und dann habe ich diese Antwort bekommen, hatte dann auch mein Vorstellungsgespräch, bin da reinmarschiert. Und die haben mir dann ein paar Tage später zugesagt. Ich war natürlich heilfroh, dass ich woanders noch nicht zugesagt hatte. Aber das war so der Einstieg eigentlich in den professionellen Motorsport. Freut mich enorm. Mein Ziel ist es wirklich, die jüngere Generation für das ganze Thema weiterhin zu begeistern. Die Automobilbranche hat es gerade nicht leicht. Und für das Thema Nachwuchs ist enorm wichtig. Wir brauchen Nachwuchs. Ich weiß, man muss den Mut haben und man denkt immer, da kommt man nicht rein. Aber es hilft nur einfach Anfragen, bewerben. Ja. Der Weg ist da, es ist definitiv möglich. Also Mante ist nun mit Pole Position 2 aus dem Top Qualifying rausgekommen. Das ist schon der Wahnsinn. Die haben sich jetzt auch mal alle eingeklatscht. Tolle Teamleistung und ich glaube, es sind super Bedingungen, um dann auch morgen damit das Rennen auf der Nordschleife zu beginnen. Hello. Race Day ist angesagt. Wir sind gerade in der Mante-Loge. Wir drehen gerade noch ein anderes Q&A ab. Und dann geht es auch runter an den Track. Wir haben gesagt, wir schauen uns einfach nochmal um. Ich nehme an, es werden heute sehr, sehr viele Leute vor Ort sein, insbesondere die Fans. Wir können das gesamte Gelände einmal nochmal erkundigen. Und bevor es dann heute um 16 Uhr losgeht. Dementsprechend, ich freue mich enorm und nehme euch heute den ganzen Tag wieder mit. Wir haben eine Content Creatorin, Stephanie Deschamps. Wir machen unser Quiz This or That. Bist du bereit? Ja. Also, erste Frage. Automatik oder Schaltung? Je nachdem, für die Innenstadt Automatik, für alles über 50 km/h Schaltung. Einparkhilfe oder selber parken? Selber parken, 100%. Die allerwichtigste Frage zum Schluss. Champagner oder Dosenbier? Champagner. Danke dir. Hi Leute, ich habe gerade die Startaufstellung mitgemacht. Das war super hektisch. Jetzt beginnt hier auch die deutsche Nationalhymne. In 5 Minuten beginnt das Rennen und ich muss mich jetzt hier auch mal von der Rennstrecke verabschieden und suche mir einen guten Startplatz. Die Fahrzeuge fahren sich jetzt erstmal rein und dann haben wir jetzt hier einen Fließbandstart vom 5. Stock aus, was man sehr, sehr gut beobachten kann. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Es wird sehr, sehr spannend. Das 24-Stunden-Rennen läuft jetzt seit ungefähr 1,5 Stunden. Dementsprechend chillen wir hier gerade auf der Couch, machen kurz mal Pause. Aber an sich schaut es gut aus, Wetter ist vor allem stabil, es regnet nicht und vom Blick her muss man natürlich sagen, bombastisch. Also man hat hier den Blick direkt mit auf die Rennstrecke und das ist natürlich schon cool. Ich bin gerade wieder auf dem Hotelzimmer. Ich schaue jetzt von hier aus das Rennen weiter. Wir wurden nach dem Mittagessen so müde, dass wir gesagt haben, wir gehen mal kurz ins Hotelzimmer. Hier draußen geht das Rennen weiter. Also es ist jetzt auch recht nebelig geworden. Es regnet auch stark. Ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Das Rennen wurde gerade mit einer roten Flagge unterbrochen. Leute, der Nebel, es ist nicht mehr normal. Du siehst einfach gar nichts mehr. Es ist zu gefährlich, da noch weiter zu fahren. Wir sind hier gerade auf der Strecke, die vor einer Stunde noch gefahren worden ist. Und man sieht, dass tatsächlich jetzt alle hier auch mit draußen stehen. Normalerweise dürften wir hier gar nicht draußen stehen, ohne Helm und ohne Anzug. Hi, guten Morgen. Es ist mittlerweile 11 Uhr. Wir haben halbstündige Updates, was die Rennstrecke betrifft. Es ist leider aktuell nichts zu sehen.
Die Fahrzeuge stehen bereit, so als könnte es jeden Moment losgehen. Geplant war mal, dass wir eventuell sogar schon um 9 Uhr wieder starten können. Um 7 Uhr kam das erste Update über Nacht. Das bedeutet, ich hatte jetzt auch mal Schlaf für ein paar Stunden. Ich bin jetzt oben in der Porsche Presseloge. Also jetzt hier auch nach aktuellem Stand heißt es, schaut es noch schlecht aus für das Rennen. Man sieht von hier aus oben, sieht man wirklich nichts. Anscheinend wäre die Nordschleife frei, aber die Grand Prix-Strecke nicht. Und das macht das ganze Thema natürlich gefährlich. Leute, Update, wir haben eine grüne Flagge. Rennen geht noch 2 Stunden 20. Die Fahrzeuge sind jetzt gestartet. 5 Runden hinter dem Safety Car. Mal gucken, wie sich das dann entwickelt, insbesondere mit dem Nebel. Aktuell kann man ja eigentlich nur sagen, dass man die Daumen drücken kann, dass da jetzt auch nichts passiert. Hier generell in der Loge haben wir natürlich die ganzen Blicke jetzt wieder auf die Monitore, um zu gucken, wie sich das ganze Thema entwickelt. Also Leute, das Rennen wurde soeben beendet. No Restart. Dementsprechend, ja, vorzeitige Beendung. Mal gucken, was die Listenaufstellung sagt. Ja, hallo zusammen, mein Name ist David Beckmann. Ich bin Reserve- und Ersatzfahrer vom Tag Heuer Porsche Formel E-Team. Und ja, dieses Wochenende hatte ich die Chance, hier beim 24-Stunden-Rennen mitzufahren, das erste Mal. Letztes Jahr hatte ich meine Permit gemacht, extra. Und jetzt hatte ich endlich meinen ersten richtigen Einsatz im Cup-Auto hier bei Huber Motorsport. War jetzt ein sehr unerwartetes Rennen mit dem ganzen Nebel. Ja. Von daher war es ein bisschen speziell. Nachvollziehbar. Wann konntest du fahren gestern Nacht? Ich bin gestern Abend gefahren, gegen 6 Uhr bis knapp 8 Uhr. Ja. Und dann sollte ich eigentlich nochmal fahren in der Nacht, gegen 1 bis 3 Uhr. Ja. Aber dann hatten wir diese rote Flagge dann, ich glaube das war so um 0 Uhr circa. Und dann hat sich das dann erledigt. Ja, jetzt ist das Rennen vorbei, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wie jetzt, ist ein bisschen unklar, wie jetzt die Platzierung am Ende ausfällt. Es wäre schwierig mit dem Boxenstopp zwischendrin. Richtig. Die Nivellierung dadurch hinzubekommen, das ist nicht einfach. Kontakt mit Frank Stippler. Zeit für die Wendeminute. Hi Leute, wir sind auf dem Rückweg. Es war der absolute Wahnsinn, super spannend. Jetzt zum Ende hin bestand dann doch die Möglichkeit, dass die Fahrzeuge hätte fahren können. Und nach 5 Runden hinter dem Safety Car, das hat dann ungefähr über eine Stunde gedauert, wurde dann das Rennen abgebrochen. Der Nebel hat sich nicht verzogen, die Nordschleife war frei, die Grand Prix-Strecke war nicht frei. Und ja, nach aktuellem Stand der Fahrzeuge noch zu letzter Nacht wurden dann sozusagen die Plätze vergeben. Scherer Sport hat den ersten Platz belegt mit einem Audi-Fahrzeug. Danach Platz 2 Mantei mit dem Porsche GT3R. Und dann haben wir zuletzt noch BMW von RMG Motorsport. Also sehr, sehr spannend. Trotzdem schade, dass die Fahrer, die Teams, die Ingenieure, die Fahrzeuge nicht zeigen konnten, was in ihnen steckt. Im Rahmen von dem gesamten 24-Stunden-Rennen nimmt einfach ein bisschen Energie raus, aber bereitet natürlich vom Mindset her mäßig vor für Le Mans und für Spa. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Behind the Scenes haben euch gefallen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr gerne nächstes Mal mehr sehen möchtet vor dem nächsten Motorsportrennen. Ansonsten vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.